Wir als Familienunternehmen, ELA Container, feiern ja in diesem Jahr 50 Jahre ELA. So, das heißt also ein halbes Jahrhundert in der zweiten Generation geführt. Die dritte, die kommt rein, also im nächsten Jahr. Da haben wir also den Grundstein für weiteres Wachstum ja schon mal gelegt. Weil ich meine, wir drei sehen zwar noch jung aus, aber sind nicht mehr die Jüngsten. Ja, ich bin Tim Albers, geschäftsführender Gesellschafter bei ELA Container GmbH. Bin zuständig dafür, dass eigentlich der Kunde das, was er bestellt, auch tatsächlich bekommt. Mein Name ist Liesel Albers-Bendlager, bin 56 Jahre alt, bin geschäftsführende Gesellschafterin bei der ELA Container GmbH und bin zuständig für die finanziellen Angelegenheiten der ELA-Gruppe und für sonstige Mandanten. Ja, ich bin Günther Albers, geschäftsführender Gesellschafter bei ELA Container und bin gelernter Schifffahrtskaufmann, wollte mein Geld immer in der Schifffahrt verdienen. Hat nicht geklappt, weil ich bin seit 32 Jahren bei ELA Container. Und das war auch richtig so. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin von Haus aus ein vertriebsorientierter Mensch und verantwortlich eigentlich für Strategie, Vertrieb, Marketing bei uns im Hause. Ja, 50 Jahre ELA bedeutet für mich ganz viel. Davon bin ich ja schon 37 Jahre dabei. Und als Kind haben wir natürlich auch am Tisch und in der Familie immer etwas von der Firma mitbekommen oder auch von den Containern, wie die Anfänge waren. Also 50 Jahre ELA, dass wir so dastehen, wo wir heute sind, das haben wir, glaube ich, alle in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet. Unser Vater ist immer nach Hamburg gefahren, um da Aufträge zu erlangen. Und dann hat er an der rechten Seite immer die Seekontainer gesehen. Und dann hat er gesagt, Mann, wenn ich da mal so 50 bis 100 von kaufen könnte. Im Hamburger Hafen. Ja, und dann aufbereiten, weil damals wurde an den Baustellen viel geklaut. Ja, aber das war ja die Idee. Das war die Idee. Und dann hat Papa immer wieder da angefragt, dann hat er 100 gekauft. Und da hat unser erster Mitarbeiter, Hermann Specken, noch gesagt, nee, so viel Container, was sollen wir da denn mit? Ne? Ja, und somit können wir heute im Jubiläumsjahr auf 50.000 Mietcontainer zurückblicken. Ja, wir haben also eine enorme Leistung hingelegt. Und diese Leistung, die war halt nur möglich, indem man, ich sag mal, ein starkes Team hat. Als ich dazugestoßen bin vor 32 Jahren, da hatten wir 50 Leute beschäftigt. Ja. Heute 1200 Leute in der Gruppe. Und da haben wir uns natürlich vom regionalen Anbieter hin zum internationalen Anbieter haben wir uns entwickelt. Was auch eine ganz interessante Sache ist, dass wenn man überlegt, wir hatten ja ursprünglich über Jahre immer nur 5 LKWs. Ne? Und die 5 Lkw-Fahrer, die sind mir auch noch so präsent. Und wenn man dann sieht, wir haben ja über 100 LKWs im Einsatz und 100 LKWs unterwegs und die auch noch bei weitem nicht reichen, um jeden Tag die Container von den Standorten, wo sie gebraucht werden, rück und hin zu transportieren, damit wir sie dann immer möglichst schnell wieder zu dem Einsatzort kriegen. Also unser Liesel hat ja vorhin schon gesagt, dass man am Frühstückstisch, am Mittagstisch, hat man ja immer ELA mitgelebt. Auch schon zu Zeiten, wo wir noch gar nicht da gearbeitet haben. Genau. Und dann sagte Vater am Frühstückstisch, Mensch, ne, also ich werde immer irgendwie von einem Kunden gedrängt, ich soll auch Container vermieten, aber das können wir gar nicht, weil es ist noch gar nicht genug Geld da. Weil, ich sag mal, hohe Investitionen und kleine Mieteinnahmen, das passte damals nicht. Ja? Und dann ein paar Jahre später, dann waren wir am Mittagstisch, da sagte er, Mensch, also jetzt haben wir schon 200 Container in der Vermietung. Also das war ein totaler Meilenstein, weil damit fing natürlich die Vermietung an. Aber was das irgendwann mal für Ausmaße annimmt, das konnte man sich ja gar nicht ausdenken. Heute mit 50.000 Einheiten, Containereinheiten, 600.000 Artikel, das ist natürlich eine enorme Leistung. Und diese Meilensteine mit 50.000 Container, mit 600.000 Artikel, das haben wir natürlich nur geschafft. Erster Mitarbeiter im Außendienst, ja, Meilenstein. Erste Niederlassung in Deutschland, in Sachsen, ist ein Meilenstein. Ja. Erste Auslandstochter,
Ja, Meilenstein. Dann Beirat installiert, 1989, ist Meilenstein. Dann haben wir, ich sag mal, unser CI 2014 haben wir verändert. Also ein komplett neues Erscheinungsbild. Meilenstein. Und so haben wir natürlich immer gesamtheitlich auf das Unternehmen geguckt. Und ich sag mal, das hat uns richtig weitergeholfen, indem wir natürlich auch immer 5 bis 10 Jahre im Voraus gucken und dann entsprechend frühzeitig agieren und nicht von heute auf morgen. Und dass wir natürlich im Jubiläumsjahr hier, ich sag mal, diese Halle hier akquirieren konnten und können jetzt, sag ich mal, eine vollautomatisierte Fertigungsanlage aufbauen, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Meilenstein. Ja? Ich finde das interessant, welche Meilensteine du siehst, weil meine Meilensteine sind ganz anders. Also ich sehe das so mit diesem großen, wo wir endlich ein vernünftiges EDV-Programm hatten, ist für mich ein Meilenstein. Wo wir die Produktionshalle hatten, endlich die Container schnell zum Kunden fertigstellen können, ist für mich ein Meilenstein. Aber das ist, weil ich ja auch mehr so für die Auslieferung der Container zustehe. Und da habe ich andere Meilensteine, dass wir endlich den LKW jetzt haben mit dem super tollen Kran da drauf. Ja. Für mich ein Meilenstein. Ne? Völlig klar, das sind alles Meilensteine. Ne? Genau. Aber das ist ja so, guck mal, wenn du jetzt alle Meilensteine hier aufzählen willst, dann sitzen wir morgen früh noch. Ja, dann sitzen wir noch einen Tag lang. Also der 3 Meter breite Container, einen halben Meter breiter, ist, sag ich mal, 2,4, 2,5 in Serie gegangen hier bei Ela Container. Und das war ein echter Meilenstein. Ja, wie können sich 3 Geschwister in der Geschäftsleitung vertragen? Das ist ja im Prinzip die große Frage. Bei uns wurde das auch schon so gesagt, das Wunder an der Ems, wir 3. Ich glaube, es gibt nicht so viele Familienunternehmen mit 3 Kindern an der Spitze. Die Zusammenarbeit ist natürlich so, dass das nicht jeden Tag auch mit Friedefeuer, Eierkuchen hergeht, sondern dass wir wirklich auch dann auch mal arg diskutieren. Auch jeder muss sich mal zurücknehmen und eine Dreier-Geschäftsleitung, ich weiß nicht, ich glaube, dass Mitarbeiter das auch ganz cool finden. Ja, was macht Ela für mich aus? Ja klar, ich meine diese Moin-Kultur, also das heißt eine ganz besondere Kultur, die wir, sag mal, im Unternehmen implementiert haben, dass wir eben, ja, ich sag mal, auch nicht so kompliziert sind. Wir haben flache Hierarchien. Ich sag mal, wir arbeiten hart, aber jeder weiß auch, dass wir gerne abends mal ein Bierchen trinken, also dass wir auch, ich sag mal, gerne mal feiern. Diese Kultur, das kann man auch gar nicht von heute auf morgen einführen, sondern die haben wir von Anfang an gelebt. Ja? Also insofern, ich glaube, bei der Auswahl der Personen für unser Unternehmen, ich glaube, dass wir da Meisterleistung vollbringen und wir genau wissen, was wir tun. Das schönste Erlebnis, vor einigen Jahren haben wir eine ganz große Anzahl nach Dänemark geliefert an Containern, nach Odense. Und da kam ein Bauarbeiter zu mir und sagte, dass er schon viele Mitarbeiter auf der Baustelle gesehen hat. Nur unsere Mitarbeiter wären der Hammer. Die würden so toll arbeiten und es wäre nicht zu viel und alles würde toll funktionieren. Das war richtig ein schönes Gefühl, das zu erleben. Und wir sagen immer am Ende des Jahres, es hat wieder alles wunderbar geklappt.